Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute spiele ich mal endlich eine Runde Twisted von Demented Games. Ich habe die Twisted-Sachen, die ich von Demented Games bekommen habe, ja schon in meinem sehr ausführlichen Unboxing-Video ausgepackt, das ihr euch auch gerne mal anschauen könnt. Und jetzt habe ich endlich mal mir den Markus geschnappt, der meine Servants of the Engine übernommen hat und eine Runde gespielt. Und zwar spielen wir ein Szenario, das erste Szenario aus der Story-Kampagne, die im Twisted-Regelbuch abgedruckt ist. Und wir werden jetzt auch demnächst dann noch die Kampagne weiterspielen. Das heißt, es werden in Zukunft auch weitere Spiele kommen aus dieser Kampagne, die wir eben immer weiterspielen. Aber jetzt kommt erstmal das erste Szenario, in dem meine Dickensians unter Dodger versuchen müssen, eine Reihe von alchemantischen Gegenständen aus einem Geldverleiherhaus zu klauen. Schaut einfach rein, was passiert. Und meine Gedanken zum Spiel gibt's wie immer nach dem Match. Wir spielen Szenario Nummer 1, First Fetching, aus der The Dangers of Undue Alchemancy Kampagne aus dem Twisted Regelbuch. Das Ziel der Dickensians in dieser Mission ist es, in das Haus der Geldverleiher Abbott und Gillard einzubrechen und eine Reihe von alchemantischen Gegenständen zu stehlen. Dafür muss ein Modell der Dickensians entweder mit der Vordertür oder mit dem Fenster auf der linken Seite des Gebäudes interagieren und einen Finesse-Test schaffen. Ist der Test erfolgreich, benötigt das Modell den Rest des Zuges, um die Gegenstände an sich zu bringen und muss es dann im folgenden Spielzug über die eigene Spielfeldkante vom Spielfeld schaffen. Die Servants of the Engine versuchen das zu verhindern und das Spiel dauert insgesamt 6 Runden. Die Servants of the Engine bestehen aus einem Gentlefolk Blacksmith und Lancelot. Die Bande der Dickensians besteht aus Dodger, 2 Erkin Slashern und einem Erkin Shooter. Ich platziere die Dickensians 4 Zoll von ihrer eigenen Spielfeldkante mit den 2 Slashern auf der rechten Seite, dem Shooter in der Mitte und Dodger auf der linken Seite. Lancelot muss ganz außen aufgestellt werden und der Blacksmith innerhalb von 1 Zoll um das Haus der Geldverleiher. Wir würfeln mit einem W20 und ziehen die Anzahl unserer Modelle vom Würfelergebnis ab. Markus gewinnt den Wurf und erhält dafür die Gunst der Maschine. Ich bekomme dafür die Priorität und damit die Initiative. Markus bekommt eine Passkarte, weil er 2 Modelle weniger hat als ich, und dann legen wir unsere Aktivierungsreihenfolge für die Runde fest. Es folgt die Das Auge der Maschine Phase, in der jeder von uns eine Auge der Maschine Karte zieht und dann auf die Hand nimmt. Weil Markus die Gunst der Maschine hat, darf er 2 ziehen und eine davon behalten. Ich ziehe Purity of Purpose, was einem meiner Charaktere +3 auf seinen Finesse-Wert gibt. Markus darf durch Lancelots By the Engine's Will Fähigkeit noch einen meiner Charaktere auswählen, gegen den er +2 auf Attacken bekommt. Es trifft meinen Erkin Shooter. Ich fange an und aktiviere Dodger. Markus spielt seine Eye of the Engine Karte The Engine's Ejection. Er wählt jetzt zufällig einen meiner Charaktere aus und die Wahl fällt auf meinen Erkin Shooter. Der Shooter wird jetzt für einen Spielzug aus dem Spiel genommen. Und auf einer 5 auf einem W6 bleibt er sogar noch einen Spielzug länger weg und Markus würfelt natürlich eine 5. Jetzt aktiviere ich Dodger und bewege ihn einmal bis zu seinem Speedwert von 7. Dann feuere ich mit seinem Archer Long Revolver auf den Blacksmith. Der Blacksmith ist mehr als 8 Zoll von Dodger entfernt, was für den Revolver mittlere Distanz bedeutet. Und einen Abzug von -2 auf meinen Trefferwurf. Dodger hat einen Range Attack Wert von 6, -2 ergibt 4 und der Blacksmith hat eine Range Defense von 3. Wir würfeln jeder einen W20 und addieren unsere Modifikatoren. Mein Schuss trifft. Der Revolver macht W8 plus 6 Schaden und das Ergebnis minus die Panzerung von 10 des Blacksmith ergibt den Schaden, den ich verursache. Ich würfle eine 5 und verursache damit einen Punkt Schaden. Markus aktiviert Lancelot
und eröffnet mit seiner Lanze das Feuer auf Dodger. Dodger ist mehr als 12 Zoll entfernt und daher in extremer Reichweite für -6 auf den Trefferwurf. Außerdem hat Dodger Deckung und bekommt dadurch +2 auf seinen eigenen Verteidigungswurf. Mit allen Modifikatoren bin ich bei +7 und Markus bei -1. Und Markus verfehlt. Lancelots Waffe ist slow, daher darf er nur einmal schießen. Daher bewegt er sich lieber ein wenig auf das mittlere Gebäude zu. Als nächstes würde mein Erkin Shooter aktivieren, aber die ist ja momentan nicht da. Markus passt. Und ich aktiviere meinen ersten Slasher. Der Slasher bewegt sich zweimal nach vorne und rennt damit. Das heißt, dass er +1 auf seine Verteidigung gegen Beschuss bekommt. Markus aktiviert seinen Blacksmith und wirft mit heißen Kohlen auf meinen Slasher. Ich bin bei +4 und Markus ist bei -1 und der Schuss geht daneben. Der Blacksmith versucht es gleich nochmal und mit einer erneuten 20 weiche ich wieder aus. Ich aktiviere meinen zweiten Slasher und renne am äußeren Gebäude entlang. Wir legen wieder die Aktivierungsreihenfolge fest und ziehen wieder Eye of the Engine Karten. Meine nicht verwendete Karte aus der letzten Runde wird ins Deck gemischt. Ich ziehe die Karte The Eye is Elsewhere. Markus möchte die Karte The Engine's Shield spielen, um die Verteidigung eines seiner Charaktere zu verbessern, aber ich negiere den Effekt mit The Eye is Elsewhere und bekomme durch die Karte jetzt automatisch die Gunst der Maschine. Dann aktiviere ich meinen ersten Erkin Slasher und mache eine doppelte Bewegung in einer geraden Linie auf den Blacksmith. Das gilt als ein Charge und ist die einzige Möglichkeit, wie man Base-to-Base mit einem gegnerischen Modell kommen kann. Mein Slasher macht jetzt automatisch eine Nahkampfangriffsaktion. Wir würfeln wieder beide einen W20 und addieren dieses Mal unsere Nahkampf-Angriffs- und Verteidigungswerte. Durch meinen Charge bekomme ich +1 auf meinen Angriffswert und der Blacksmith bekommt keine Modifikatoren. Bei meiner 4 gegen Markus 3 verfehle ich trotzdem. Ich entscheide mich jetzt, die Gunst der Maschine für einen Wiederholungswurf zu nutzen. Das darf ich einmal pro Runde machen, solange ich die Gunst habe, aber wenn ich niedriger werfe als zuvor, dann verliere ich die Gunst wieder. Ich werfe natürlich niedriger und verliere die Gunst der Maschine wieder an Markus. Weil der Slasher gecharged ist, bekommt er jetzt -1 auf seine Verteidigung für den Rest der Runde. Markus aktiviert Lancelot und bewegt ihn an das Gebäude der Geldverleiher heran. Dann feuert er mit seiner Lanze wieder auf Dodger. Der Wurf ist +1 für Markus und +7 für mich und ich verteidige erfolgreich. Ich aktiviere Dodger und benutze das Zielrohr seines Revolvers, um mit einer doppelten Aktion auf Lancelot zu feuern. Dadurch werden die Abzüge durch die Reichweite um -2 reduziert. Der Wurf ist dadurch 4 gegen 4 und ich treffe mit einer 20, was einen kritischen Treffer bedeutet. Dadurch wird die Rüstung von Lancelot halbiert. Lancelot hat damit nur noch eine Rüstung von 4 und ich verursache 3 Punkte Schaden. Der Blacksmith aktiviert und verwendet seine Mechanic-Fähigkeit. Er macht dafür einen Finesse-Test mit seiner Finesse von 2 gegen eine Schwierigkeit von 7 plus die Anzahl der Wunden, die er erlitten hat. Er ist erfolgreich und heilt jetzt W4 Punkte Schaden. Das heißt, er ist komplett geheilt. Nahkampfaktionen sind bei Twisted keine eigenen Aktionen, sondern werden immer am Ende einer Aktivierung ausgetragen, in der sich ein Modell Base-to-Base mit einem Gegner befindet. Das heißt, der Blacksmith attackiert jetzt den Slasher. Markus addiert 4 und ich 2. Und die Attacke würde verfehlen. Markus verwendet jetzt auch die Gunst der Maschine für einen Wiederholungswurf. Er trifft immer noch nicht, aber weil er höher geworfen hat als zuvor, behält er die Gunst der Maschine. Das haben wir leider nicht ganz korrekt gespielt. Normalerweise müsste Markus an dieser Stelle die Gunst der Maschine verlieren, weil die Aktion trotz dem Wiederholungswurf gescheitert ist. Also bitte nicht wundern, wenn es auch im restlichen Verlauf des Spiels falsch gespielt wird. Ich aktiviere meinen zweiten Slasher und renne mit ihm weiter am äußeren Rand des Gebäudes entlang. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich an den beiden dicken Typen vorbeikommen soll, aber irgendwas wird mir schon einfallen. Da jetzt 2 Runden verstrichen sind, betritt mein Erkin Shooter wieder das Spielfeld. Wir legen wieder die Aktivierungsreihenfolge fest und ziehen wieder Eye of the Engine Karten.
Da ich keinen Alchemancer dabei habe, ist diese für mich leider nutzlos. Ich habe nach wie vor Priorität und aktiviere einen Urkin Slasher. Der Slasher chargt den Blacksmith und attackiert ihn sofort. Ich entscheide mich außerdem, das Schicksal herauszufordern. Das kann ich während einer Aktivierung machen oder wenn ein Modell von einer Aktion betroffen ist, und dafür ziehe ich eine Eye of the Engine Karte und wende deren Tempt Fate Effekt an, was dieses Mal keine Wirkung hat. Für die Attacke bekomme ich dieses Mal zusätzliche +1, weil ich in der Überzahl bin. Das ergibt 5 für mich und 3 für Markus. Und ich treffe. Ich verursache W6 +3 plus meine Stärke von 3 an Schaden, +1 für den Charge, aber dank der Panzerung von 10 verursache ich keinen Schaden. Markus passt. Ich aktiviere meinen zweiten Slasher und fordere auch mit ihm das Schicksal heraus. Aber auch dieses Mal scheint die Maschine kein Interesse an mir zu haben und es passiert nichts. Für den Rest seiner Aktivierung macht der Slasher nichts, sondern macht nur seine automatische Nahkampfaktion am Ende. Aber die Attacke verfehlt. Markus aktiviert den Blacksmith und aktiviert seine Smoke-Fähigkeit. Damit platziert er einen Nebel, der Sichtlinie blockiert. Und dann attackiert er den Slasher, der ihn gecharged hat. Die Attacke trifft und Markus spielt die Karte Might of the Engine für +3 auf die Stärke des Blacksmith. Er verursacht dadurch jetzt W8 +10 Schaden und dank meiner Rüstung von 5 verursacht er 9 Punkte Schaden. Der Slasher ist jetzt verwundet und bekommt -2 auf all seine Stats. Außerdem wechselt dadurch die Priorität zu Markus und Markus bekommt einen Siegpunkt. Weil die Nahkampfattacke des Blacksmith die Knockback-Fähigkeit hat, wird der Slasher jetzt noch W4 Zoll zurückgestoßen. Er trifft dabei auf ein Hindernis, was nochmal W4 unblockbare Schadenspunkte verursacht. Der Slasher wird ausgeschaltet und Markus bekommt nochmal 2 Siegespunkte. Das triggert die Reinforce-Regel des Urkin Slashers. Ich darf einen W6 würfeln und bei einer 4 oder höher bekomme ich Verstärkung. Allerdings würfle ich eine 1. Als nächstes aktiviere ich den Urkin Shooter. Sie rennt nach vorne in die Deckung der Fässer. Markus aktiviert Lancelot, er bewegt ihn ein Stück nach vorne und feuert wieder auf Dodger. Der Schuss verfehlt. Markus verwendet den Wiederholungswurf durch die Gunst der Maschine und trifft kritisch. Die Waffe verursacht W10 +5 Schaden gegen meine Panzerung von jetzt 3. Markus wirft zum Glück niedrig und verursacht 4 Punkte Schaden bei Dodger. Ich aktiviere Dodger auch gleich und renne mit ihnen ans rechte Eck des Geldverleihergebäudes. Bei einem Zwischenstand von 3:0 für Markus muss ich mich langsam ranhalten. Wir legen wieder die Aktivierungsreihenfolge fest und ziehen unsere Eye of the Engine Karten. Markus spielt seine Karte in Kompetenz auch gleich und gibt damit dem überlebenden Urkin Slasher -1 auf all seine Stats inklusive seiner Panzerung. Markus hat jetzt Priorität und aktiviert den Blacksmith. Der platziert wieder seinen Nebel und attackiert meinen Urkin. Die Attacke trifft und verursacht 7 Punkte Schaden. Der Urkin ist damit verwundet und Markus bekommt einen weiteren Siegespunkt. Außerdem wird der Urkin 1 Zoll zurückgestoßen. Ich aktiviere meinen Urkin Shooter. Sie bewegt sich einmal nach vorne und feuert dann mit ihrer Dodgy Gun auf Lancelot. Aber der Schuss geht leider daneben. Markus aktiviert Lancelot, richtet ihn neu aus und feuert dann auf Dodger. Der Schuss verfehlt. Markus verwendet seinen Wiederholungswurf, aber verfehlt trotzdem. Ich aktiviere den Urkin Slasher und charge mit ihm wieder den Blacksmith. Außerdem fordere ich mit ihm wieder das Schicksal heraus und ziehe Excellence für +1 auf alle meine Stats. Der Slasher attackiert den Blacksmith, die Attacke trifft, aber durch die Verwundung des Urkin kann ich dem Blacksmith gar keinen Schaden verursachen. Dann aktiviere ich Dodger. Dodger bewegt sich zwischen dem Shooter und dem Slasher hindurch und feuert dann einmal auf Lancelot. Doch der Schuss verfehlt. Die 4. Runde ist vorbei und es wird langsam echt eng. Wir legen wieder die Aktivierungsreihenfolge fest und ziehen Eye of the Engine Karten. Ich ziehe Instant Invocation und darf eine Invocation, also einen Zauberspruch aussuchen, die ich kostenlos spielen darf. Ich wähle dafür die Invocation Cyclone. Markus aktiviert Lancelot
Und er spielt seine Engine-Karte Deadly Destiny, wodurch alle Attacken von Launcelot, wenn sie treffen, automatisch kritisch treffen. Dann charged Launcelot Dodger. Die Attacke ist 8 gegen 4, aber ich verteidige mich erfolgreich mit einer 20. Markus verwendet seinen Wiederholungswurf und wirft niedriger als zuvor, wodurch er die Gunst der Maschine verliert. Ich aktiviere Dodger und spiele meine Eye of the Engine-Karte Instant Invocation. Damit kann ich jetzt Cyclone sofort kostenlos und ohne Würfelwurf spielen. Ich platziere dafür eine 4 Zoll Schablone und alle Modelle unter der Schablone werden W6 Zoll in eine zufällige Richtung verschoben. Ich platziere die Schablone so, dass nur Launcelot betroffen ist. Die Richtung, die ich würfle, ist die 1, also direkt von Dodger weg, und die Distanz ist die 5. Das heißt, Launcelot wird 5 Zoll weit direkt vor den einzigen offenen Zugang zum Gebäude geschoben. Warum, Dodger? Warum, Engine? Warum? Engine, warum bist du so grausam zu mir? Das ist Karma. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Glücklicherweise fällt mir genau in diesem Moment auf, dass der Blacksmith den Zugang zur Vordertür überhaupt nicht ganz zugestellt hat. Und bewege mich deswegen direkt in Kontakt mit der Tür. Normalerweise müssten beide Modelle jetzt einen Finesse-Check gegeneinander machen, um zu schauen, ob Dodger doch engaged wird, aber das vergessen wir hier leider. Dodger muss mit seiner Finesse von 7 jetzt auf eine 15 kommen, um in das Haus einzubrechen. Und er ist erfolgreich. Er wird jetzt für den Rest der Runde aus dem Spiel entfernt, während er das Haus nach den alchemantischen Gegenständen durchsucht. Markus aktiviert den Blacksmith, er platziert wieder seinen Nebel und attackiert den Erkin. Die Attacke trifft und verursacht genug Schaden, um den Erkin auszuschalten, was Markus auf 6 Siegpunkte bringt. Ich würfel noch um Verstärkung, aber auch hier bin ich nicht erfolgreich. Ich aktiviere meinen Erkin Shooter und bewege sie nach vorne. Dann feuert sie auf Launcelot. Der Schuss geht daneben. Ich verwende meinen Wiederholungswurf und treffe dieses Mal. Ich würfle W8 plus 5 Schaden gegen Launcelots Armor von 9 und verursache 2 Punkte Schaden. Die letzte Runde bricht an und meine einzige Chance noch zu gewinnen ist mit Dodger über meine eigene Spielfeldkante zu flüchten. Dodger wird wieder am Hauseingang platziert, darf in dieser Runde aber erst als letzter aktiviert werden. Er trägt die alchemantischen Gegenstände bei sich. Wir legen die Aktivierungsreihenfolge fest und ziehen die dieses Mal super kritischen Eye of the Engine Karten. Ich darf dieses Mal sogar 2 ziehen, weil ich den Favor of the Engine habe. Ich wähle die Karte Transposition. Markus aktiviert den Blacksmith, dreht sich zu Dodger hin und wirft Kohlen auf ihn. Die Attacke verfehlt. Ich aktiviere meinen Erkin Shooter, bewege sie ein Stückchen zurück und feuere auf Launcelot. Doch auch diese Attacke verfehlt. Markus aktiviert Launcelot und charged meinen Erkin Shooter. Die Attacke trifft. Sie verursacht W8 plus 9 Schaden, minus meine Armor von 5 und damit 5 Punkte Schaden. Da Launcelots Waffe Bluten verursacht, muss ich jetzt einen Finesse-Test gegen die 5 plus den finalen Schadenswert schaffen. Ich habe eine Finesse von 3, das heißt, ich brauche eine 7 oder höher oder ich erleide 2 zusätzliche Punkte Schaden am Ende der Runde. Aber den Test schaffe ich. Zuletzt aktiviere ich Dodger und spiele die Engine-Karte Transposition. Dadurch darf ich jetzt Dodgers Position mit der eines Gegners tauschen. Und ich wähle natürlich Launcelot. Dann rennt Dodger, was das Zeug hält, aber da der Shooter im Weg steht, schafft er es auch mit seinen 14 Zoll Rennbewegungen nicht, bis zum Rand des Spielfelds zu kommen. Eine Flucht vom Spielfeldrand hätte für mich einen automatischen Sieg bedeutet. So bekomme ich jetzt nur 4 Siegpunkte, weil ich im Besitz der alchemantischen Gegenstände bin. Damit haben wir einen Punktestand von 6:4 und einen Sieg für die Servants of the Engine und Markus. Gutes Spiel, Markus. Ja, das war unser erstes Match Twisted. Und Alter, hatten wir Spaß. Also, wow. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll. Ich war am Anfang so ein bisschen vorsichtig skeptisch, weil ich wollte ja irgendwie eine objektive Meinung liefern können zu diesem Spiel. Aber wir hatten echt unfassbar viel Spaß. Ich hoffe, es ist ein bisschen, ich weiß, das kommt bei meinem
Videoformat immer nicht ganz durch, wie viel Spaß man tatsächlich bei dem Spiel hat, aber ich hoffe, es ist ein bisschen durchgekommen. Wir hatten richtig, richtig viel Spaß. Also wir haben so viel gelacht und dieses Spiel ist so chaotisch und so leichtherzig und so, ja, auch zufällig, aber es ist voll gut. Also es ist wirklich so ein Spiel, ich weiß, einige von euch, ich bin selber ja genauso, werden wahrscheinlich jetzt beim Spiel gedacht haben, so, oh, da passiert aber ziemlich viel zufälliges Zeug und oh, ist das jetzt wirklich noch taktisch und oh, ist das eigentlich gebalanced und so. Und nee, es ist nicht 1000% durchgebalanced, besonders nicht bei diesen Story-Szenarios. Aber das ist wirklich auch die Intention von den Leuten von Demented Games gewesen bei diesem Spiel. Also ich habe mit denen gesprochen, beziehungsweise die haben auch das gesagt, dass dieses Spiel ein Spiel sein soll, das vor allem auch eine spannende und spaßige Story-Erfahrung liefern soll, das leichtherzig sein soll, das einfach ein bisschen, ja, einfach den Spaß am Spielen in den Vordergrund stellt und nicht unbedingt den Spaß am kompetitiven Wettstreit. Und ich finde, genau das haben sie hervorragend umgesetzt. Das Spiel hat durch und durch Spaß gemacht und klar, das Szenario war schwierig für die Dickensians, finde ich. Das liegt aber auch daran, dass wir uns in dem Fall dafür entschieden haben, wirklich mit den Gebäudemodellen so zu spielen, wie sie dargestellt sind. Das heißt auch wirklich bloß da Zugänge zu ermöglichen, wo auch Türen und Fenster an den Gebäuden dran sind. Das muss man nicht so machen. Eigentlich kann man auch einfach direkt, wenn man in direkten Kontakt ist mit dem Gebäude, sich Zugang verschaffen und so. Aber wir wollten das jetzt einfach so machen und ich finde, es hat hervorragend funktioniert. Und das Spiel war ja trotzdem auch ziemlich spannend und diese Eye of the Engine Mechanik finde ich halt grandios. Also ich weiß, das ist super zufällig, aber es ist auch so spannend, wenn man nach diesem Deck greift und die Karte zieht und nicht weiß, was rauskommt. Es kann totale Grütze rauskommen, aber es kann halt auch wirklich spielverändernde Effekte rauskommen. Und ja, das bedeutet, dass man mal richtig Pech haben kann, wie ich auch jetzt gerade am Anfang relativ viel Pech gehabt habe. Aber es kann halt auch heißen, dass so eine Karte einen in letzter Sekunde noch das Spiel rettet. Und ich weiß, das ist definitiv nicht für jeden, aber ich finde, man sollte sich auf sowas einfach mal einlassen und einfach mal so ein bisschen, ja, einfach wieder so diesen Spaß am Zufall entdecken. Das tue ich gerade speziell mit Twisted, aber allgemein auch mit Spielen. So wieder ein bisschen mehr den Spaß am Zufall entdecken, wenn er gut und lustig gemacht ist. Und das ist er hier, finde ich, weil er eben auch sehr schön stimmungsvoll ist und irgendwie einfach das Spiel mit Stimmung und mit tollen Elementen bereichert, die irgendwie das Ganze ein bisschen interessanter machen. Also ich bin schon sehr gespannt auf mein nächstes Match und der Markus auch, dem ging es genauso, der hat auch richtig viel Spaß gehabt. Und nur eine kleine Anekdote noch. Der Markus hat mir am Schluss nach der letzten Runde noch seine Karte gezeigt, die er auf der Hand hatte, seine Favor of the Engine Karte. Und das war eine Karte, die ihm erlaubt hätte, einer Figur von sich +5 auf seine Speed zu geben und die Figur konnte sich frei aus dem Nahkampf rausbewegen. Das heißt, hätte ich diese Karte gezogen, dann hätte ich gewonnen. Habe ich dieses Mal nicht, aber ich hatte trotzdem Spaß. Und das ist das Wichtigste. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel.